محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. So my point is if you think about this, think about it now. If you think about this deeply, you will understand that you are always in a state of submission to someone or to something. You can't avoid it in your life. It's impossible. Und wenn man das versteht, dann weiß man, dass man im Leben immer in einem Zustand ist, wo man sich irgendeiner Sache unterwirft, hingibt. Man kann diese Sache nicht umgehen, man muss sich einer Sache unterordnen. Okay, now sometimes you submit out of love. Sometimes you submit because you love that person. You want to make them happy. You don't want to do that thing, but you love them, so you will do it. Sometimes you submit out of fear. I'm afraid if I park my car, then I will get a fine, or they will take my car away, so I don't. I submit to out of fear. And sometimes I submit because I know that this is the logical and intelligent and rational thing to do. But all the time we are always, as human beings, we can't help it. We submit to someone or something. It could be a person, it could be an idea, it could be my own desires, Even I have to breathe, I have to eat. I am submitting to the laws of the universe. So we are always in this condition in one way or another. Und die Gründe, warum man sich unterwirft, warum man sich hingibt, die sind unterschiedlich. Einmal ergibt man sich zum Beispiel aus Liebe. Man liebt etwas, man möchte eine bestimmte Person, zum Beispiel die Frau, man möchte sie zufriedenstellen. Ja? Deswegen unterwirft man sich, aber man muss sich, jeder unterwirft sich irgendwo. Oder man unterwirft sich beispielsweise aus Angst. Zum Beispiel mit dem Auto. Wenn ich mein Auto an die falsche Stelle stelle, es kann sein, dass ich ein Knöllchen bekomme, dass ich Geld bezahlen muss. Ja, oder weil ich weiß, dass diese Sache, die ich tue, die logische Sache ist, die rationale Sache ist, die ich zu tun habe, weil es gut für mich ist. Aber jeder Mensch unterwirft sich, gibt sich hin. Okay. Now I want you to think about something else. I want you to imagine that today you came to a slave market. A slave market, a place where they buy and sell human beings. I want you to really imagine. It's not difficult. We've got some slaves here. Imagine, yeah? Slave of Allah. So, er sagt jetzt, stell dir vor, du kommst zu einem Sklavenmarkt. Stell dir mal vor, du kommst zu einem Sklavenmarkt. Stell dir mal vor, die hier vorne sitzen, das sind jetzt alle Sklaven. Das soll man sich einfach mal vorstellen. Sind so Sklaven von Allah, aber okay. Actually, I want you to imagine, that you are going to be sold into slavery. Actually, we're going to buy the slaves, and you are going to be sold. Now, really imagine, please. This means that this person who is going to buy you can do anything they like. They can kill you, they can beat you, they can put you to work, they can do anything they like with you. If you really imagine that someone is going to buy you, I want you to imagine what is the type of master you would like and the type of master you would not like. Du sollst dir also jetzt vorstellen, du wärst ein Sklave und du sollst von einem Meister, von einem Sklavenhalter gekauft werden. Der kann alles mit dir machen, der kann dich töten, der kann dich foltern, der kann dir so eine Arbeit geben, die so schwer ist. Und da soll man sich vorstellen, jetzt in diese Lage versetzt, wenn er ein Sklave, welchen Sklavenhalter, welchen Herren würde man sich wünschen als Sklave? So please, really try to imagine, just in your mind, try to imagine this is really you. You're standing there, someone is going to buy you. Just imagine, you will be their slave. Please try and imagine it, it's very important. Und jetzt stellt euch das wirklich vor, ihr seid der Sklave und ihr werdet gekauft. Das soll man sich jetzt mal wirklich verinnerlichen und richtig vorstellen. Man ist der Sklave und er wird gekauft. Und welchen Führer würde man gerne haben wollen? Okay. Now let me describe to you
the worst case scenario, the worst case. Imagine you're not going to be bought by one man. Imagine you are bought by 5 men, 5 farmers from the countryside. They can't afford a slave by themselves. So 5 of them get together to buy one slave between 5 of them. Now imagine your life. Master 1 tells you do this. Master 2 tells you do that. Master 3 tells you do this. Master 4 tells you do that. Master 5 tells you do this. Each master is telling you to do something different. How will your life be? Das schlimmste Szenario, was du dir vorstellen kannst, ist, dass du 5 Sklavenhalter bekommst. 5 Sklavenhalter kommen zu dir. Der Meister Nummer 1 sagt dir, mach dies. Meister Nummer 2 sagt dir, mach das. Meister Nummer 3 sagt dir, mach dieses. Meister Nummer 4 sagt, nein, mach das. Meister Nummer 5 sagt, mach das. Hallo? Ah. Also Meister Nummer 4 und Meister Nummer 5. Ja, ihr habt schon verstanden, Alhamdulillah. Okay. So, how will your life be? That's what I want to ask you. Wie würde dein Leben sein? Du hast 5 Meister und jeder sagt dir was anderes. Schrecklich. Schrecklich. Crazy. Bad. Yeah. Confusion. Yeah. A very hard life, yes? Very hard life. Okay. That already, I'm suggesting to you, that already is your life now. Ich sage euch jetzt, stellt euch jetzt vor, ich sage euch, so ist euer Leben heute. Let me explain. Und ich erkläre euch das. My wife wants me to do this. My children want me to do that. My boss is telling me to do this. My government is telling me to do that. But me, myself, I don't feel like any of those things. I feel like doing something completely different. Does that sound like your life already? One slave owned by 5 masters? Ich gebe euch das Beispiel, warum ihr heute schon der Sklave von 5 Herren seid. Die Frau sagt dir, tu dies. Die Kinder sagen dir, mach das. Der Arbeitgeber sagt dir, mach jenes. Und die Regierung sagt dir, tu das. So ist das Leben heute. So now let me ask you, whose condition is better? This slave who is owned by many masters, or this one? There is one who is a slave to one master, and this master is forgiving, this master is merciful, this master is just, this master is compassionate. In fact, this master will never ever tell you to do something except he knows that this is good for you. So. So. Was ist besser? Der diese 5 Meister hat oder der einen, wer ist besser? Der 5 Meister hat oder der einen Herrn hat? Und dieser eine Herr, der ist barmherzig. Und dieser eine Herr, der ist gnadenvoll. Und dieser eine Herr, der will nur das Gute voll für dich. Und der befiehlt dir niemals etwas zu tun, was schlecht für dich ist. Wessen ist besser? Die eine Situation oder die andere? So my dear people, if you want to have real happiness in your life, if you want to escape the confusion of being a slave to many masters, I suggest that you become a servant to the one master, the merciful, compassionate, forgiving and wise master who is the creator of the heavens and the earth, who has sent us guidance from his wisdom in the Quran and through the tongue of his messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And that is why I can tell you honestly that Islam, when you submit to the God, the creator of all things, you truly will feel true peace and happiness in your heart. And it is the true way to peace and happiness. I wish it for myself and all my brothers and sisters in humanity. May God guide you, may God guide me, all of us close to the truth. It's been a real pleasure sharing these thoughts with you today in Germany, and may God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, deswegen gebe ich euch den Ratschlag. Wenn du nicht der Sklave von 5 Meistern sein willst, unterwerfe dich dem einen Gott. Wenn du wahre Glückseligkeit haben willst, wenn du wahre Freiheit haben willst, unterwerfe dich dem einen Gott, der gnadenvoll ist, der barmherzig ist und der nur das Gute für dich ist. Und dann wirst du wahrlich diese Glückseligkeit
in deinem Herzen spüren. Alhamdulillah, und das ist auch das, was wir alle Nicht-Muslimen und auch den Muslimen mit auf den Weg geben, sich dem einen wahren Gott zu unterwerfen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe eine Frage, was den Vorschlag, den wir gerade gemacht haben. Gibt es jemanden hier, der diesen Weg gehen will, der bereit ist, sich jetzt dem einen Gott hinzugeben und den Islam anzunehmen? Ist hier jemand dabei? Du. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ja, das macht mich froh. Ist noch jemand hier? Ist noch jemand hier? Gibt es noch Zugabe? Keine Angst. Noch jemand? Wer denn? Wer denn? Wo denn? Wer denn? Ich sehe nicht. Wer denn? Wer denn? War noch jemand hier, der Islam annehmen wollte? Dann kommen Sie bitte nach vorne, inshallah. Wunderbar. Alhamdulillah. Okay, da ist noch jemand. Gibt es noch Zugabe? Gibt es noch jemand, der zum Glücklichen gehören will? Alhamdulillah, schönen guten Tag. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Okay, you want to tell them the shahada? Okay, I do it. Okay, gibt es noch jemanden? Keine Angst, gibt es noch jemanden? Ja, dann kommen alle nach vorne kommen, die den Islam annehmen wollen. Ah, one more. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ah, ist das schön. Und ich wollte nur sagen, Alhamdulillah, you know, we are really happy for those who accept Islam. Because this is the true way. And we also, you know, a few years ago, you know, I'm now 20 years, me 10 years ago, you know, we were also non-Muslims and we feel now the real happiness. Yes, ich wollte nur, und nochmal in Deutsch, für die kein Englisch verstehen. Ich sage euch nur, das ist etwas für uns, was uns sehr glücklich macht, wenn Leute den Islam annehmen. Weil wir auch davon überzeugt sind, dass das der wahre Weg ist und dass das den Menschen wirklich glücklich macht. Deswegen, Alhamdulillah. Wo ist die dritte Person? Kommst du nicht nach vorne? Da war doch eine dritte Person, die Islam annehmen wollte, oder? Okay, dann machen wir jetzt das zusammen. Wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, das bedeutet, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Gott ist der ewige Lenker, Schöpfer, Herrscher des gesamten Universums. Und er hat alle Menschen erschaffen. Komm auch mit nach vorne, Ibrahim, inshallah. Er hat alle Menschen mit erschaffen. Du kommst auch noch? Ja, dann komm. Komm. Allahu Akbar. He's also an old friend of mine. I was doing dawah with him. But good friend of mine is also very active in dawah here, you know? Yes. Okay. Also das ist die Shahada, wenn man sagt La ilaha illallah, dass man an den einen wahren Gott glaubt. Ich sage das dann vor. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich sage das vor, das heißt, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Und dann wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Das bedeutet, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Das heißt, das, was er uns befohlen hat, müssen wir dran halten. Das, was er uns verboten hat, da müssen wir uns Abstand von nehmen. Und wir müssen Gott so dienen, wie er uns gesagt hat. Ist kein Problem. Allah versteht das schon, dass das nicht so einfach ist. Gar kein Problem. Okay, und jetzt mit der... Ihr könnt das auch alle sagen, wenn da draußen noch jemand ist, der den Islam annehmen will, der hat dann eine gute Möglichkeit, den Satan zu überwinden, inshallah, okay? Okay, dann machen wir zusammen, komm doch auch mit, inshallah. Du hast so eine schöne Stimme. Komm, du hast so eine schöne Stimme. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. 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 محمد يا رسول الله يا حبيب الله
يا رسول الله يا حبيب